Ja, meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Studierende, wenn man da so sitzt und sich das so anhört, dann denkt man sich, eigentlich wäre es besser, man sagt gar nichts, weil die Fallhöhe ist natürlich jetzt gewaltig. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das einlösen kann, aber das Gute ist ja, es gibt noch einen langen Teil nach dieser Vorlesung, sodass wir mein mögliches Scheitern möglichst gut miteinander feiern können und an dieser Stelle alle miteinander einen schönen Abend haben. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Liebe Cornelia, vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Ich möchte in den 30 Minuten, die ich mir selber gebe und die ich auch protokollarisch sehr genau nachhalte, um die kostbare Zeit nicht länger sozusagen zu beeinträchtigen, möchte ich gerne über das Thema verletzliche Körper sprechen. Und zwar ganz konkret mit Blick auf eine bestimmte Technologie, nämlich eine Technologie, die wir künstliche Intelligenz nennen. Und ich denke, am besten ist immer, eine Technologie stellt sich einfach mal selber kurz vor, was sie so kann. Und natürlich, wenn man eine Dekanin hat, die österreichische Wurzeln hat, bietet es sich natürlich sehr an, doch mal die künstliche Intelligenz zeigen zu lassen, was sie so kann und wie eine künstliche Intelligenz, eine sogenannte generative KI, sich denn Heidi so vorstellt. Genießen Sie ohne Ton, das hat die KI nicht gut hinbekommen, aber immerhin eine schöne Zusammenstellung der Geschichte von Heidi. Können wir uns später noch mehrmals anschauen. Für jetzt reicht es, glaube ich, um die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz einzuschätzen. Scherz beiseite, das Interessante neben der Geschichte, die wir uns nochmal rekapitulierend vor Augen geführt haben, ist ja, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Heidi kennt und sich jetzt dieses Video anschaut, weiß ich nicht, wer von Ihnen jetzt sagen würde, dass das für ihn oder für Sie eine sinnvolle Geschichte war oder Sie irgendwie das Gefühl hätten, das hat Sie jetzt total gecatcht, da sind Sie jetzt von den Stühlen aufgestanden und sagen, diesen Film müssen Sie sehen. Das kann an Heidi selbst liegen, das könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass bestimmte Vorstellungen davon, wie denn die Figuren aussehen, wie die Verkörperung dieser Figuren aussieht, was die Körper dieser Figuren denn so ausmacht, doch irrtümlich und auch manchmal etwas merkwürdig verzogen war. Eine Heidi, die seltsame Grimassen macht, der manchmal die Zähne fehlen, Kühe, die so groß sind, dass man gar nicht weiß, ob es noch eine Kuh ist oder einfach nur ein aufgeblasener Luftballon, Hunde, die in einem Kino sitzen und gleichzeitig darüber sich unterhalten, was sie denn als nächstes tun werden. Also sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wer eigentlich zählt, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie denn wohl diese Körper dieser Akteure aussehen. Und in diese generative KI und in den Debatten auch vor allem über diesen Trailer, der eben mittels einer sogenannten generativen künstlichen Intelligenz hergestellt worden ist, gab es viele Debatten darüber, warum diese künstliche Intelligenz genau die Dinge eigentlich so darstellt, wie sie darstellt. Also warum da zum Beispiel nur weiße Menschen zu sehen sind, warum da sozusagen Menschen zu sehen sind, die vielleicht bestimmten Normen entsprechen, die bestimmten Normvorstellungen genügen oder aber auch auf einmal Tiere sozusagen bestimmte Formen von Agentenschaft, von vielleicht auch sozusagen Agency einnehmen. Also ganz viele unterschiedliche Vorstellungen davon, was denn eigentlich
eigentlich zum Leben dazugehört und wie ein verkörpertes Leben denn so aussieht. Künstliche Intelligenz ist nicht nur Science Fiction, ist nicht nur vielleicht irgendwie das Belächeln von den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten unterschiedlicher ja, sozusagen dann Vorstellungen beziehungsweise Prädiktionen, die diese künstliche Intelligenz herstellt. Künstliche Intelligenz wird in vielen unterschiedlichen Kontexten eingesetzt und auch schon sehr konkret eingesetzt. Ich habe Ihnen hier 2 Beispiele mitgebracht, die vor allem sich damit beschäftigen, künstliche Intelligenz einzusetzen, um bestimmte Vorhersagen zu treffen. Also zum Beispiel zum einen hier ein digitales Herz einer Person. Sie sehen das in dem Modell. Ich habe jetzt darauf verzichtet, hier weitere Videos einzubinden. Dieses Herz sozusagen simuliert in Echtzeit ein physisches Herz, also das Herz, wie es jeder von uns in seinem Körper hat, sozusagen wird hier repräsentiert in einem digitalen Modell, das eben mittels künstlicher Intelligenz dann Vorhersagen auf die Gesundheit, die weiteren Entwicklungen ihres physischen Herzens vornimmt. Oder aber ein anderes Beispiel, eine Studie, die dieses Jahr erschienen ist, wo es Forschern mittels solcher Repräsentationen, digitaler Repräsentationen, KI-getriebene Repräsentationen menschlicher Körper bzw. Teile menschlicher Körper gelungen ist, sehr genau vorherzusagen, wann eine Person an Demenz erkranken wird. Den genauen Zeitpunkt. Es gibt andere Studien, die das auch zeigen. Zum Beispiel mittlerweile ist es möglich, zu 95% innerhalb eines Zeitrahmens von 3 Wochen vorherzusagen, wann eine Person sterben wird. Und jetzt kann man sagen, das sind irgendwie sehr abstrakte Dinge. Da können Sie sagen, naja, was soll man denn damit anfangen? Für die Demenzvorsorge, für die Frage danach, wie wir in Zukunft mit solchen Erkrankungen wie Demenz umgehen, für die Frage zum Beispiel in der Palliativmedizin, ist es möglich, dass Angehörige, die nicht vor Ort sind, sich noch verabschieden können von ihren geliebten Menschen, dass sie vielleicht noch wissen, wenn nächste Woche der Tag ist, an dem dann entsprechend auch planen, noch da zu sein, sich vorher verabschieden zu können. Ist vielleicht auf einmal was, wo diese Frage nach der Prädiktion, nach der Vorhersage, nach der Nutzung dieser Repräsentationen eine ist, die doch auf einmal eine relativ große Relevanz hat und die auch etwas ist, was in vielen Kontexten des Lebens eine Rolle spielt. Hinter diesen Prädiktionen, hinter diesen Vorhersagen stecken bestimmte Modelle. Und eine spannende Frage, die wir uns in der Gruppe stellen, die ich mir zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen stelle, ist die Frage, als was können wir eigentlich diese Repräsentation beschreiben? Sind es Formen von Körper, sind es neue Formen von Verkörperung, sind es einfach nur technologische Artefakte, aber auch welche Bedeutung für den einzelnen Menschen, für die Würde des Menschen, aber auch für die Kontrollnotwendigkeit des Individuums ergibt sich denn aus diesen Vorhersagen. Ganz kurz, das werden wir nur sehr, sehr kurz machen. Diese digitalen Körper bestehen zunächst einmal aus einer ganzen Menge an Daten über unterschiedliche Ebenen des Körpers, die dann in Modellen zusammengenommen werden und aus denen dann eben solche Simulationen hergestellt werden, die dann wiederum Prädiktionen für sowohl Diagnose, Therapie, Optimierung als auch eben Prognose oder eben Prädiktion oder da eben für verwendet werden können. Das Problem, wir haben gerade miteinander vielleicht ein bisschen belächelt, was bei Heidi passiert ist und vielleicht denken Sie auch immer noch so, naja, ist ja irgendwie nett, aber wo hat das denn irgendwie Relevanz? Mittlerweile ist kaum ein Lebensbereich in unserer Lebenswelt möglich ohne künstliche Intelligenz, möglich ohne Formen von sogenannten emergierenden Technologien. Die wenigsten von Ihnen sind wahrscheinlich heute hierher gekommen, ohne zumindest einmal auf Ihr Handy zu schauen, wo Sie denn hin müssen, haben sich vielleicht navigieren lassen. Wir nutzen in unterschiedlichen Gesundheitsbereichen entsprechende Apps, um eben darzustellen, was dann auch entsprechend möglich ist. Und gleichzeitig merken wir aber, dass mit diesen neuen Technologien Herausforderungen verbunden sind, denen wir uns vielleicht erst angefangen haben, überhaupt zu widmen.
Sie haben es vielleicht mitbekommen, im letzten September gab es an vielen Schulen KI-generierte Nacktbilder von Schülerinnen vor allem, die zirkuliert sind. Und natürlich kann man sagen, na ja, das waren jetzt irgendwie ja keine echten Bilder, aber es waren von KI sozusagen generierte, aufgrund des jeweiligen Bildes, was dort eingespeist worden ist, eben generierte Bilder eben mittels sogenannter generativer KI, was einen massiven Einfluss natürlich auf die jeweils betroffenen Personen hat. Also auf einmal ist dieses KI-generierte Bild nicht mehr einfach nur irgendwie ein Bild, sondern es ist natürlich ein Bild, wo andere denken, dass es irgendwie etwas mit mir zu tun hat. Und dann können Sie sagen, naja, das hat nichts mit mir zu tun, es ist ja nur ein Foto. Es wird auf einmal Teil dessen, womit Sie sich auseinandersetzen müssen. Es wird auf einmal Teil dessen, was die Art und Weise prägt, wie Menschen sie wahrnehmen. Es wird Teil dessen, was sozusagen ihre Gedanken prägt. Es wird Teil dessen, vielleicht auch, wie sie selber über ihren Körper nachdenken, wie sie vielleicht auf einmal in den Spiegel schauen und denken, naja, Moment, das bin doch gar nicht ich, aber möchte ich jetzt irgendwie etwas anderes von mir preisgeben, um zu zeigen, dass das nicht ich bin? Also wie könnte man das denn eigentlich schaffen, zu sagen, dass das nur ein KI-generiertes Bild ist, ohne sozusagen eine andere Grenzüberschreitung wiederum zu begehen? Ein Thema, das sehr große und breite Wellen geschlagen hat, nicht nur in Deutschland, sondern eben in vielen Teilen. Der britische Premier vor den schrecklichen Ereignissen am Wochenende hat sich dazu eigens verhalten, hat sich sozusagen dazu vielleicht auch bemüßigt gefühlt, zu sagen, das ist ein Thema, das uns umdringt. Also wir müssen irgendwie verstehen, was da mittels künstlicher Intelligenz passiert, wie künstliche Intelligenz unsere Lebensform verändert. Sicherlich auch dazu gehört, dass hinter dieser KI immer noch sehr viele Datenerhebungen stecken, die zum Teil unter sehr unwürdigen Umständen passieren. Auch das ist ein Leak, der herausgekommen ist, dass in Finnland Gefangene sozusagen dazu, naja, man könnte sagen, verurteilt worden sind, beziehungsweise gezwungen worden sind, eben diese ganzen Daten einzugeben, Daten einzupflegen, damit am Ende diese künstliche Intelligenz arbeiten kann. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, was alleine an Nachhaltigkeitsressourcen ein solches Rechenzentrum verbraucht, dann sind wir bei 360.000 Gallonen Wasser, die nur ein Rechenzentrum verbraucht. Also es hat sehr, sehr viele Auswirkungen und Konsequenzen, wie wir mit diesen Technologien umgehen und wie wir sie auch entsprechend gestalten können. Die Frage danach, wie denn eigentlich mit Technologie umzugehen, ist jetzt eine, die vielleicht der Theologie nicht ganz nah ist, aber doch ziemlich nah. Auch in dem Nachdenken über Religion als eine Form von Technologie, eine Form des technologischen sich damit auseinandersetzen, was denn Sinn im Leben geben könnte, der technischen Auseinandersetzung damit, was denn eigentlich Kontingenzbewältigung sein kann, wie auch immer Sie Religion definieren. Das werde ich jetzt gar nicht im Einzelnen tun, aber ist zunächst mal ein Thema, das eher am Rand vielleicht behandelt worden ist und vielleicht auch heute immer noch wird. In der Philosophie ist es ein bisschen anders, wenn wir uns bei Ernst Cassirer kurz bedienen, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat, wie ist denn das, wie können wir eigentlich erkennen, wie können wir eigentlich etwas von unserer Welt wissen, wie können wir eigentlich uns aber auch als selbst erzählen, hat Cassirer Folgendes zur Technik gesagt. Wenn man den Maßstab für die Bedeutung der einzelnen Teilgebiete der menschlichen Kultur in erster Linie ihrer realen Wirksamkeit entnimmt, wenn man den Wert dieser Gebiete nach der Größe ihrer unmittelbaren Leistung bestimmt, so ist kaum ein Zweifel daran erlaubt, dass mit diesem Maße gemessen die Technik im Aufbau unserer gegenwärtigen Kultur den ersten Rang behauptet. Gleichviel, ob man diesen Primat der Technik schielt oder lobt, erhebt oder verdammt, seine reine Tatsächlichkeit scheint außer Frage zu stehen. Zitat Ende. Die Frage nach der Technik und jeder, der meine Schriften, auch unser Arbeiten zusammen in Erlangen ein bisschen kennt, der war natürlich sich sehr sicher, dass heute auf jeden Fall Bruno Latour um die Ecke kommen wird. Bruno Latour hat sich genau über diese Frage, was heißt es eigentlich, dass unsere Lebenswelt, dass unsere Lebensformen technologisch durchdrungen sind, ebenso Gedanken gemacht und hat auf einen sehr interessanten Punkt hingewiesen, nämlich eine vermeintlich sehr, sehr simple Sache. Und zwar, zunächst einmal macht er das an dem Beispiel einer Pistole. Sie könnten ja hingehen und könnten sagen, naja, die Pistole ist eine Form von Technik, soweit so unstrittig. Und Sie könnten sagen, naja, ist jetzt diese Pistole mit bestimmten Werthaltungen verbunden? Ist es gut, eine Pistole zu haben? Oder ist es gut, oder ist die Pistole an sich gut? Auch das könnten Sie fragen, auch das könnte man aus ethischer Perspektive diskutieren.
Und Natur sagt, das können wir so gar nicht beantworten. Das Entscheidende ist nicht, ob ein Ding an sich oder für sich gut ist, sondern das Entscheidende ist sozusagen jeweils, in welcher Relation ein technisches Artefakt, ein technisches Objekt zu einem menschlichen Körper, zu einem agentiellen Körper steht. Und er macht das sehr, sehr deutlich und er sagt, eine Pistole in der Hand, wir sind alle froh, dass wir heute hier sitzen und Sie sind erstmal intuitiv davon ausgegangen, dass niemand hier eine Waffe dabei hat, zumindest soweit ich das verfolgen konnte, hat niemand von Ihnen gefragt, dürfte ich mal kurz in Ihr Jackett gucken oder wie sieht das denn bei Ihnen aus, außer der André Jonberg, der dankenswerterweise uns noch ein Messer für das Schneiden des Obstes später mitgebracht hat. Aber ansonsten sind Sie hier alle relativ unbehelligt angekommen und relativ unbehelligt sitzen Sie jetzt hier und gehen irgendwie davon aus, dass doch hier niemand ist, der in irgendwie einer Art und Weise eine Waffe in der Hand hat. Und wir erleben ja gerade, was es bedeutet, wenn das nicht der Fall ist. Was es bedeutet, wenn Menschen kommen, die mit Waffen ganz Schreckliches anrichten und wo diese Waffe eben nicht mehr neutral ist, sondern wo diese Technik etwas sehr Schlechtes ist. Und Natur geht noch einen Schritt weiter und dieser Gedanke ist für unser Nachdenken heute über verletzliche Körper und die Bedeutung künstlicher Intelligenz für die Gestaltung, für die Bewertung von Lebensformen, für die Kritik von Lebensformen sehr wichtig. Natur geht noch einen Schritt weiter und sagt, nicht nur ein Mensch ist ein anderer mit einem bestimmten technischen Objekt in der Hand, zum Beispiel einer Waffe, sondern auch die Waffe ist eine andere. Also auch das Objekt, so Natur, verändert sich. Auch das Objekt sozusagen steht in einem anderen Beziehungsgeflecht, braucht vielleicht eine andere Form der Regulation, wenn bestimmte Personen, wenn bestimmte Entitäten Zugang zu diesen Objekten haben. Und diese Objektkulturen, diese Frage, was ist es eigentlich, wenn wir über solche soziotechnischen Systeme nachdenken, wenn wir über technische Objekte uns Gedanken machen und uns über unser Verhältnis zu diesen technischen Objekten Gedanken machen, ist eben eins, das in Paradoxien führt, wo nicht ganz klar ist, werden wir es zum Guten verwenden oder sozusagen werden wir es zum Schlechten verwenden. Wie verändert es aber auch unser Nachdenken darüber, was der Mensch eigentlich ist? Und das wird meine Frage heute sein, was eigentlich ein menschlicher Körper ist. Diese Frage nach menschlichen Körper, diese Frage nach verletzlichen Körper steht, so war ja die Ausgangsidee des Titels, steht in einem engen Zusammenhang mit der Frage danach, wie wir eigentlich als Individuen in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft leben wollen. Und was eigentlich Fragen öffentlicher Debatten, aber auch Fragen von Moral, Fragen des ethischen Reflektierens sein können und sein dürfen. Also was soll Gegenstand öffentlicher Debatten sein, was soll Gegenstand ethischer Reflexion sein? Lange Zeit in der Philosophie gab es das Paradigma, dass sozusagen die Fragen sozusagen des Öffentlichen zunächst einmal über das Recht geregelt werden und Fragen der Moral zunächst einmal etwas sind, oder zumindest in bestimmten Positionen innerhalb der Philosophie, was in den Bereich des Privaten gehört. Also das, was ich als gut empfinde, das, was vielleicht bestimmte Werte, Werthaltungen sind, etwas ist, was zunächst mal in den privaten Bereich gehört und die Frage danach, was denn Regeln für einen öffentlichen Umgang sein können, sozusagen zunächst einmal in den Bereich des Rechten gehört. Das hat sich sicherlich radikal geändert, sicherlich durch Krisen wie zum Beispiel den Klimawandel. Wir haben eine Agenda 2030, wo die ersten Zeilen zunächst einmal lauten, dass es bestimmte Werte gibt und auf diesen Werten aufruhend sozusagen sollen bestimmte Formen des Handelns getätigt werden. Wir können auch in viele Rechtstexte mittlerweile reinschauen. Auch im Grundgesetz gibt es natürlich schon solche Ideen, aber es ist zunehmend davon die Rede, dass es eine wertebasierte Politik, dass es eine wertebasierte Gesellschaft geben soll und eine zunehmende Frage, was das denn eigentlich ist. Also das, was gut ist, was wir als gut verstehen, aber auch wie wir über den Menschen, über bestimmte Normen, die unser Verständnis von menschlichem Leben prägen, nachdenken, verändert sich, verschiebt sich und wird zunehmend Teil öffentlicher Debatten und die Frage, wie denn eigentlich Formen vielleicht auch des privaten Nachdenkens da reingehören, bleibt eine spannende Frage. Das Interessante mit Blick auf die künstliche Intelligenz und auch die konkrete Frage nach den Körpern ist, dass sie in den aktuellen Regularien kaum eine Rolle spielt.
Also sowohl, wenn Sie sich das anschauen, was sind bestimmte Wertmaßstäbe, wie zum Beispiel in den Ethics Guidelines on Trustworthy AI, eine bewusst werteorientiert aufbauende Agenda, die davon ausgeht, dass es bestimmte Werte gibt. Wenn die eingehalten sind, dann könnte man gesellschaftliches Vertrauen in neue Technologien herstellen, ebenso wie in Rechtstexten, wie zum Beispiel dem IAC-Proposal, wo es ja mittlerweile in die Abstimmung auch in die Parlamente geht, aber auch in dem UNESCO-Draft dazu, wie man denn aus einer Menschenrechtsperspektive über künstliche Intelligenz und neue Technologien nachdenken kann, spielt diese Frage eigentlich kaum eine Rolle. Also die Frage danach, was ist denn eigentlich dieser Körper, und die Frage, die Latour uns mitgegeben hat, wie verändert eigentlich in einer Beziehung, einer Relation von einem technischen Objekt und sozusagen einem menschlichen Körper sich sowohl der menschliche Körper, das Verständnis davon, was der menschliche Körper eigentlich ist, die Norm, was ein menschlicher Körper sein soll, ebenso wie unser Verständnis davon, was denn eigentlich dieses soziotechnische System ist. Und selbst in dem UNESCO-Draft und auch den aktuellen Debatten innerhalb der UNESCO zu einer menschenrechtsbasierten KI-Regulation, was in gewissen Schritten sicherlich schon ein Fortschritt ist, weil einfach hier die Idee, dass es Rechte gibt, dass es individuelle Rechte gibt, die zu achten zentral sind, auch für den Umgang mit neuen Technologien. Auch in dieser menschenrechtsbasierten Idee gibt es an zwei Stellen den Hinweis auf körperliche Integrität. Also da könnte man sagen, da kommt eine Idee davon, was der Körper eigentlich ist, kommt durchaus vor, oder wie wichtig auch das Nachdenken über Körperlichkeit, über Leiblichkeit in diesem Kontext, wie ich gleich sagen werde, kommt vor, wird aber sozusagen einfach nur sehr grob behandelt und bleibt bei einer doch sehr einfachen Notiz. Das ist natürlich für einen Ethiker ein gefundenes Fressen und etwas, was mich schon lange beschäftigt, in unterschiedlichen Themen beschäftigt hat. Was heißt es eigentlich, einen Körper zu haben? Was heißt es eigentlich, dass wir hier alle sitzen oder stehen, uns gerade viel zu warm ist, wir wahnsinnig aufgeregt sind, uns um Kopf und Kragen reden oder aber da sitzen und denken, wann ist er fertig, wann können wir essen? Was auch immer sozusagen Sie gerade beschäftigt, was auch immer Sie gerade nachdenken, Sie tun dies zunächst einmal als eine verkörperte Entität. Und das Interessante ist, wenn wir sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie darüber nachdenken, wie beschreiben wir den Menschen, dann kommen uns oft andere Eigenschaften zunächst einmal in den Sinn. Wir reden vielleicht über Vernunft, vielleicht reden wir über bestimmte andere Eigenschaften, die menschliches Leben ausmachen. Vielleicht reden wir über zugesprochene Würde, also eine von Gott her dem Menschen zugesprochene Würde. In all diesen Konstellationen brauchen Sie zu einem gewissen Grad den Körper nicht wirklich. Sie können zu einer sehr langen Zeit, und auch in der Theologie gab es da sicherlich eine sehr dunkle Epoche, in der die Frage danach, was heißt es eigentlich, dass wir hier nun mal als verkörperte Menschen sitzen, kaum eine wirkliche Rolle gespielt hat. Vor allem nicht mit Blick auf die Frage, wie können wir eigentlich die Normen, die hinter diesen bestimmten Zuschreibungen von Körperlichkeit, diesen entsprechenden Zuschreibungen davon, was den Menschen als Menschen ausmacht, wie können wir die verstehen. Helmut Plessner hat es folgendermaßen formuliert, und ich knüpfe damit an etwas an, was ich in Erlangen bei Peter Dabrock gelernt habe, nämlich die sehr, sehr wichtige Unterscheidung, die jetzt nicht von Peter Dabrock direkt ist, aber die Peter Dabrock in seinem Denken immer wieder als sehr, sehr zentral sieht, zwischen dem Körper und dem Leib. Und Plessner sozusagen nutzt diese beiden Begriffe, um zunächst einmal zu sagen, das Interessante ist, wenn Sie sich als selbst konstituieren, wenn Sie einen Versuch unternehmen zu sagen, ja, mein Name ist Matthias Braun, dann passiert etwas sehr Interessantes, nämlich zum einen sagen Sie das als Körper. Also Sie können genau sagen, aha, dieser Körper, wie gesagt, der schwitzt gerade, dem ist zu warm und der sozusagen denkt sich gerade dieses oder jenes, den hören Sie sagen, Sie beobachten mich. Das Interessante ist, ich kann Sie zwar sehen, Sie können mich sehen, aber mich selber kann ich irgendwie kaum sehen. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, außer wenn ich in einen Spiegel schaue und hoffe dann, dass das einigermaßen das wiedergibt, wie ich ihn dann auch erscheine. Und Sie werden diesen Körper, der jetzt hier vor Ihnen steht und der zu Ihnen spricht, auch sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen. Wenn Sie meinen Vater fragen, was ist denn das so für ein Typ, wird er Ihnen etwas sehr, sehr anderes erzählen, als wenn Sie vielleicht die Dekanin fragen, die fragt, naja, wie performt denn der junge
junge Mann in der Fakultät. Und all das hat sozusagen natürlich immer auch etwas mit einer bestimmten Form von Verkörperung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wie ich mich erzähle, wie ich versuche, mich sozusagen als Person zusammenzuhalten, wie ich die Erfahrung zusammenhalte, in Freundschaften zu sein, wie ich sozusagen bestimmte Dinge oder auch Sachen, die ich tue, in manchen Kontexten tun kann, in anderen Kontexten niemals tun würde. Auch darüber können wir uns heute Abend noch zur Genüge unterhalten. Also dieser Körper, den Sie beobachten, den Körper, den Sie haben, da können Sie sagen, ich habe einen Körper, aber Sie können das nicht einfach nur auf diesen Körper, der hier steht, der hier erscheint, reduzieren, sondern dieser Körper sozusagen ist immer zugleich einer, der erzählt werden muss, der produziert werden will, damit Sie sagen, ah ja, das ist doch irgendwie dieser Herr Braun, okay, das passt irgendwie vielleicht, der ist aber irgendwie dünn geworden, der ist aber irgendwie dick geworden, ja, und die Haare und was ist denn da irgendwie los? Also ganz unterschiedliche Assoziationen, die wir irgendwie haben und wo wir eine Person erzählen, als etwas erinnern und sozusagen uns selber als etwas erzählen, uns selber als etwas imaginieren, was eben zutiefst etwas damit zu tun hat, dass wir als Körper über unseren Körper nachdenken können und das aber nicht ganz zusammenbekommen, das nicht ganz deckungsgleich ist, was denn das jetzt heißt, dass ich mich als Körper erfahre und gleichzeitig aber versuche, diesen Körper in unterschiedlichen Kontexten wieder zu reproduzieren, das wiederzufinden, was ich einmal vor 2 Wochen war, als was ich mich vor 2 Wochen erzählt habe. Und diese Frage danach, was der Körper ist, was den Körper ausmacht, ist eine, die nicht nur eine Frage der Beschreibung ist, die nicht nur eine Frage danach ist, wie erzähle ich meinen Körper, sondern die eben auch eine zutiefst normative ist. Und das nur ganz kurz, das zeigt sich zum Beispiel auch in unserem Verständnis davon, was eigentlich ein kranker oder ein normaler Körper ist. Also was ist eigentlich ein Körper, wo wir sagen würden, naja, das ist jetzt irgendwie eine einigermaßen der Norm entsprechende Erscheinung und das ist jetzt vielleicht eine Erscheinung, wo wir denken, nee, also da müsste es aber wirklich mal zum Arzt gehen. Und das als jemand, der sozusagen mit dem Thema zum Arzt gehen manchmal auch so seine interessanten Erfahrungen gemacht hat. Norms and the body, also die Frage danach, wie wir den Körper erzählen, wie wir den Körper produzieren und eben in diesen Unterscheidungen von Thomas Schramme den Körper einerseits als eine Erfahrung, ich fühle mich krank, ich merke irgendwie, ich bin krank, ich trauere vielleicht um den Verlust einer beliebten Person oder einer geliebten Person, aber wann ist diese Trauer eine normale Trauer und wann wird diese Trauer eigentlich zu einer Form, wo Sie sagen, naja, da haben wir jetzt irgendwie das Gefühl, da müsste man doch mal ärztliche Expertise holen. Das ist ja eine Grenze, die ausgehandelt wird, eine Grenze, die sich verschiebt, die nicht nur eine Person für sich trifft, die nicht nur ein Körper für sich trifft, sondern wo eine Körper als leiblich in ein soziotechnisches System eingebettete vielleicht eine Erzählung hat, eine Einschätzung hat, die überhaupt nicht zu einer gesellschaftlichen Norm passt, die überhaupt nicht zu dem passt, wie sie ihre Geschlechtlichkeit erzählen, die überhaupt nicht zu dem passt, wie sie vielleicht auch bestimmte Formen ihres Fitnesslevels erzählen und so weiter und so fort. Also in der Frage danach, was ein Körper ist, in der Frage danach, wie wir uns als Leibkörper erzählen, erzählen wir oder folgen wir bestimmten Normen. Und in der Nutzung dieser Technologie, in der Nutzung von neuen Technologien, ist es sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, welche Normen schreiben wir eigentlich in die soziotechnischen Systeme ein, aber auch, welchen Normen sollen denn eigentlich diese künstliche Intelligenz, sollen diese neuen technischen Systeme denn eigentlich folgen? Und das ist eine Frage, das ist natürlich eine Erwartung, wenn ich hier als Sozialethiker und Theologe spreche, auch diesen Punkt kurz aufzumachen. Ich schaue gar nicht rüber zu Volkert Wittekind, weil ich schon weiß, da wird wahrscheinlich gleich, werde ich darauf angesprochen, im besten Sinne natürlich. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir als Theologie, wenn wir darüber nachdenken, was meinen wir eigentlich mit einem Körper, die Frage danach, was könnten wir eigentlich aus Gottesbildern lernen, für Beschreibungsformen vom Körper doch sehr interessante Beobachtungen machen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, sozusagen, das versucht mal darzustellen, wie eigentlich die Idee, dass Gott Mensch geworden ist, eine ist, wo man ja fragen kann, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich sehr konkret mit Blick auf die Körperlichkeit? Sie können fragen, was heißt das, hat Gott einen Körper? Wie ist das mit der Körperlichkeit Gottes? Aber auch, welche Normen schreiben sich eigentlich ein, wie wir diesen menschgewordenen Gott erzählen?
Und diese Idee, dass Gott vielleicht als ein mit Trisomie 21 geborenes Kind zur Welt kommt, zeigt ja auf, da geht es nicht so sehr darum, hatte Jesus Trisomie 21? Das ist nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage, die sich mit der sogenannten Bewegung eines Disabled Guards, gibt es so etwas wie vielleicht auch bestimmte Normen, die wir immer schon einschreiben in unsere Erzählungen, unsere Vorstellungen von Gott und die dann aber auch bestimmte Implikationen, bestimmte Auswirkungen darauf haben, wie wir denn über unsere Körper nachdenken, wie wir über menschliche Körper nachdenken, was wir für einen guten, was wir für einen normalen menschlichen Körper halten, entsprechende Konsequenzen haben. Was würde es bedeuten, wenn wir sagen, wir denken Gott als einen von der Norm abweichenden, von bestimmten Normen sozusagen sich vielleicht gar nicht einfangenden, bestimmte Normen durchbrechender, auch bestimmte körperliche Normen durchbrechenden Gott, der gerade in dieser Annahme und in dem Einschließen dieser vielleicht abweichenden, dieser anderen, dieser auf sehr große Formen technischer Unterstützung angewiesener Körper entsprechend sich zeigt und vielleicht gerade darin bei den Menschen ist. Diese Frage nach dem Körper und dem Verhältnis zu künstlicher Intelligenz, keine Sorge, das sollen wir anzeigen. Wir könnten jetzt in die Turnhalle der theologisch-philosophischen Konstruktion einsteigen. Das werde ich jetzt nicht machen, sondern mich zu dem Punkt, der mir für heute Abend wichtig ist, vortasten, nämlich Körper eben nicht primär von bestimmten Eigenschaften, Körper auch nicht primär von sozusagen bestimmten Normvorstellungen einer generellen Allgemeinheit oder wie auch immer vermuteten Allgemeinheit herzudenken, sondern Körper in ihrer Verletzlichkeit zu denken. Körper als etwas zu denken, wo auch die Frage nach körperlicher Integrität, die Frage, wie kann ich mich als ein körperliches Wesen erzählen, wie kann ich mich als ein körperliches Wesen aufrechterhalten, eine ist, die zutiefst auf unterschiedliche Formen von Technologie angewiesen ist, wo die Frage nach dem Leib, die Frage nach der Leiblichkeit dieser körperlichen Repräsentation, dieser körperlichen Art und Weise, wie wir in der Welt sind, eben angewiesen ist auf Werkzeuge, auf Normen und auf bestimmte Techniken der Anerkennung. Und ich unterscheide zwei Formen von Verletzlichkeit, nämlich zum einen eine fundamentale Form der Verletzlichkeit, die zeigt, zunächst einmal, jede Form von Körperlichkeit ist in einem relationalen Verhältnis. Niemand von uns ist mit seinem Wunschnamen aus dem Geburtskanal seiner Mutter herausgekommen, wo es drauf stand, bitte nennt mich Matthias, auch wenn dieser Name natürlich fantastisch ist, sondern das ist zunächst einmal etwas, was mir von jemand anderem her zugemutet ist. Und ich kann mit diesem Namen sehr, sehr glücklich sein, ich kann mit diesem Namen ringen, ich kann mit diesem Namen bestimmte Zukünfte wahrscheinlich machen und bestimmte Zukünfte unwahrscheinlich machen. Ich nenne diese Namen jetzt nicht, aber Sie kennen die Studien, dass es natürlich bestimmte Namen gibt, wenn ein Kind so heißt und dann vielleicht noch ein ethnisches Aussehen eines bestimmten Körpers hinzukommt. Bestimmte sozusagen soziale Stigmata, bestimmte Erfahrungen der Scham sozusagen vorprogrammiert sind. Also eine Vulnerabilität im Sinne einer fundamentalen Angewiesenheit darauf, von und mit anderen anerkannt zu werden. Anerkannt zu werden in genau dieser Konstruktion von Körperlichkeit, genau dieser Konstruktion eines Selbst, eines Matthias Braun, der jetzt hier vor Ihnen steht, der das eben nicht alleine aus sich produzieren kann und wie gesagt, wo das sehr konkret wird, der sich noch nicht mal selber sehen kann. Es sei denn, er nimmt einen entsprechenden Spiegel und Sie alle wissen, wie gut es ist, wenn Sie vielleicht morgen früh nach einem hoffentlich heute sehr langen Abend aufstehen, dass Sie doch kurz ein technisches Instrument zur Hilfe nehmen und einmal kurz schauen, wie sich denn dieser Körper gerade so gestaltet und vielleicht auch die Spuren des Abends in Ihrem Gesicht niederschlagen. Und gleichzeitig neben dieser sehr fundamentalen Form von Verletzlichkeit und Verletzbarkeit gibt es natürlich ein ganz konkretes Verletztwerden. Also während sich die fundamentale Verletzlichkeit nicht vermeiden lässt, während wir angewiesen sind auf Anerkennung anderer, auf Anerkennungsverhältnisse, die gewinnbringend sind, die uns Hoffnung geben, auf Anerkennungsverhältnisse, die uns voranbringen, die uns gewinnen lassen an Selbstbewusstsein, die uns gewinnen lassen an Lebensfreude, gibt es zugleich bestimmte Formen von Verletzlichkeit, die dringend zu vermeiden sind. Sie alle wissen, dass wenn Sie ein kaputtes Knie haben und Sie sollen eine lange Treppe steigen, dann ist das mit dieser Verletzlichkeit oder mit der Vulnerabilität etwas sozusagen, was auf einmal sehr, sehr misslich ist. Wenn Sie bestimmte Einschränkungen haben, die Sie vielleicht schon sehr lange haben, dann wissen Sie, dass bestimmte Formen der Einschränkung echten Schmerz verursachen.
wenn Sie vielleicht Probleme mit mentaler Gesundheit haben, wenn Sie Probleme mit entsprechenden psychischen Herausforderungen haben, dann wissen Sie, was für ein Schmerz entsteht, wenn Sie sozusagen bestimmte Normen nicht erfüllen oder wenn Sie vielleicht einfach nur nicht an den Punkt kommen, den Sie selber sich eigentlich wünschen, wenn Sie einfach nicht glücklich sind. Also Vulnerabilität ist nicht etwas, was zu vermeiden gilt. Das ist ja etwas, was oft in Debatten so getan wird. Da gibt es irgendwie die Vulnerablen, sondern zunächst einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir alle sind vulnerabel. Wir sind vulnerabel in der Art und Weise, wie wir uns erzählen und wie wir unsere Körper erzählen. Und gleichzeitig gilt es, Vulnerabilität dann zu verhindern, wenn sie im Sinne von Schmerzzufügung, wenn sie im Sinne von Gewalt entsprechend in eine Vernichtung umzuschlagen droht, wenn sie droht, sozusagen genau die Ziele, die Vorstellung guten Lebens massiv einzuschränken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit komme ich zurück zu der Eingangsfrage nach der körperlichen Integrität. Ich hatte gesagt, das kommt vor in dem Paper der UNESCO, in dem Ansatz der UNESCO zu Menschenrechten als einem zentralen Anker des Umgangs mit künstlicher Intelligenz und möchte sozusagen von diesen Gedanken, die wir gerade ganz kurz miteinander aufgemacht haben, nochmal über diese Frage körperliche Integrität und dem Verhältnis zu neuen Technologien mit Ihnen abschließend nachdenken. Maurice Merleau-Ponty hat das entsprechend einmal ein schönes Bild gebracht, indem er nämlich zunächst einmal den, wie er das nennt, Chiasmus aufzeigt, also die Überkreuzung aufzeigt, wenn ein Körper ein bestimmtes technisches Objekt nutzt und in der Nutzung dieser technischen Objekte, wie zum Beispiel eines Spiegels, sich selber sieht und gleichzeitig eben als ein bestimmtes Objekt erzählt. Und das Entscheidende ist, ohne diese Technologie, ohne diesen entsprechenden Zugriff zu der Technologie, bleiben wir bei dem einfachen Beispiel des Spiegels, sozusagen könnte sich ein Körper gar nicht als eben genau dieser Körper benennen, könnte er genau gar nicht eine Verknüpfung zwischen einem Namen und sozusagen einem Körper herstellen. Also körperliche Integrität ist nicht einfach nur das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften, sondern körperliche Integrität sozusagen erfordert auch einen Zugriff auf genau die technischen, auf genau die sozialen Systeme oder eben die soziotechnischen Systeme, die wir brauchen, um unseren Leib als genau meinen Leib, um unseren Körper als genau meinen Körper zu erzählen und gleichzeitig aber auch die Grenzen zu markieren, an dessen Stelle ein Eingriff, eine massive Verletzung dieses Körpers stattfindet. Und eine Idee, und das ist etwas, an dem wir gerade sehr aktuell arbeiten, ist, ob bestimmte Formen dieser technischen Repräsentation, ich bin gestartet mit einem digitalen Modell des Herzens, einem digitalen Modell sozusagen mittels dessen Sie Prädiktionen über mögliche Demenzerkrankungen, mittels dessen Sie einen bestimmten Todeszeitpunkt prädizieren können, ob diese Formen von technischen Artefakten nicht als ein Teil von Körperlichkeit beschrieben werden können. Als ein Teil dessen beschrieben werden vielleicht auch müssen, auf den ich einen Zugriff habe, um meine körperliche Integrität, um genau meinen Körper als meinen Körper zu erzählen und zu gestalten. Und eine Analogie, über die wir gerne streiten können, würde ich ziehen zunächst einmal zu einer Prothese. Es ist relativ klar, dass bei der Prothese oder auch bei mir bei meiner Brille, wenn Sie mir die wegnehmen, glauben Sie mir, ich bin ein anderer. Ich werde Sie wahrscheinlich noch nicht mal erkennen. Naja gut, vielleicht doch, aber sozusagen zumindest fällt es mir schwerer. Aber die Analogie besteht darin, dass diese Prothese zunächst einmal für uns fast selbstverständlich und auch in rechtlichen Kontexten sehr akzeptiert als ein Teil dieser entsprechenden Person verstanden wird. Und wenn Sie die Prothese dieser Person zerstören, zerstören Sie oder greifen Sie in die körperliche Integrität dieser jeweiligen Person ein. Das akzeptieren wir ohne große vielleicht Diskurse und ohne große Debatten. Was wäre jetzt der Unterschied zu meinem digitalen Körper, meinem digitalen Zwilling oder meiner digitalen Repräsentation, die in der Lage ist, sehr genau die weitere Entwicklung meines Körpers zu prädizieren? Und meine Idee, und ich bin zunehmend sicher, dass wir dann nachher eine Theorie entwickeln können, die das zeigt, ist genau zu zeigen, dass diese künstlich intelligenten technischen Artefakte durchaus als ein Teil des Körpers verstanden werden können und daraus dann auch bestimmte Kontrollansprüche, aber auch Vertrauenszusprüche erwachsen können.
Dennoch gibt es Herausforderungen. Dennoch ist es so, dass natürlich diese Form von sozusagen Verschiebungen in der Art und Weise, wie wir Körper erzählen, Verschiebungen davon, was eigentlich zu einem Körper dazugehört, ab wann eigentlich eine Verletzung eines Körpers stattfindet, massiv von unterschiedlichen Dingen beeinträchtigt ist. Beeinträchtigt ist von bestimmten Formen von Bias und damit offen für Diskriminierung. Die Frage, ob wir irgendwann, wenn wir sagen, wir schieben immer mehr in sozusagen und die Repräsentation unserer physischen Körper, öffnet das Tür und Tor für Überwachung, öffnet das Tür und Tor dafür, dass wir irgendwann vielleicht einfach nur virtuell getriebene sozusagen Körper sind mit noch irgendwie einem physischen Anhang dran. Also verschiebt sich eigentlich die Art und Weise, wie dann auch Lebensformen zu gestalten sind, welche Bedürfnisse, welche Ansprüche wir haben. Wollen wir das? Wollen wir das in irgendeiner Art und Weise vielleicht diese sozusagen jetzt hier natürlich sehr überzeichneten Science-Fiction-Szenarien sich eigentlich gestalten. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, dass genau das eine Gestaltungsaufgabe ist, dass genau das eine Aufgabe ist, von Wissenschaft darüber nachzudenken, wie sich Verantwortung verschiebt, wie sich sozusagen in solchen Konstellationen, ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht von einem Artikel, den Hannah Bley und ich gemeinsam veröffentlicht haben, wo wir aufgezeigt haben, wie sich in unterschiedlichen klinischen Kontexten der Nutzung künstlicher Intelligenz die Zuschreibung von Verantwortung in genau dem Zusammenspiel von technischen Körpern und physischen Körpern verschiebt und auf einmal die Frage, wofür ist der Arzt eigentlich zuständig, die Frage dafür, was ist aber auch eine gute Behandlung, sich massiv verändert. Wir hier in Bonn versuchen das ist eine interessante Folie, versuchen das so zu machen, dass wir vor allem entlang von 4 großen Bereichen arbeiten. Wir fragen einerseits nach konzeptionellen Fragen, was heißt es, gerade in Zeiten neuer Technologien, im Umgang mit neuen Technologien, Mensch zu sein, Mensch zu bleiben, was heißt es eigentlich, verletzlich zu sein. Wir fragen uns zweitens, wie könnten Möglichkeiten der Gestaltung aussehen im Umgang mit solchen Technologien, die gerade das ernst nehmen, dass die Aushandlung über Normen auch ein zutiefst aus der christlichen Tradition erwachsene Warnung davor, zu schnell bestimmte Normen zu akzeptieren und diese Normen als gegeben vorauszusetzen. Wie könnte vor diesem Hintergrund Kontrolle, wie könnte sozusagen Einwilligung, wie könnte auch vertrauenswürdige Systeme denn aussehen? Wer müsste aber auch, und das ist ein dritter großer Bereich, in dem wir uns mit empirischen Studien vor allem nähern. Wie könnte es gelingen, gerade in Zeiten, die von massiven Krisen, von multipolaren Krisen getrieben sind, wie könnte es gelingen, so etwas wie einen gemeinsamen Boden des Entscheidens, des Ringens, um genau diese Fragen aufrecht zu erhalten, zu bauen. Und nicht zuletzt, wie könnten Gestaltungsoptionen aussehen? Wir nennen das immer Neudeutsch Governance. Wie könnten solche Gestaltungsoptionen aussehen, in denen und mit denen wir diese Herausforderung gestalten und sie fröhlich gestalten, sie mutig gestalten und sie so gestalten, dass sie den Menschen dienen. Vielen Dank.